Check-in und Fragen zum WLAN. Guten Abend. Ich habe ein Zimmer reserviert. Mein Name ist Schmidt. Guten Abend, Herr Schmidt. Herzlich willkommen. Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Natürlich, hier ist mein Pass. Ist das Frühstück im Preis inbegriffen? Ja, das Frühstück ist inklusive. Es gibt Buffet von 7 bis 10 Uhr. Perfekt. Und wie funktioniert das WLAN hier im Hotel? Sie finden das Passwort auf Ihrer Zimmerkarte. Es ist ganz einfach. Sie müssen nur den Code eingeben. Ich sehe es. Vielen Dank. Befindet sich der Aufzug gleich hier? Ja, der Aufzug ist direkt um die Ecke. Ihr Zimmer ist im 4. Stock, Nummer 412. Gut, dann gehe ich hoch. Könnten Sie mir bitte noch einen Stadtplan geben? Selbstverständlich. Hier ist ein Plan. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck? Nein, danke. Das schaffe ich allein. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Bei Fragen rufen Sie bitte die Rezeption an. Mache ich. Tschüss. Zimmerservice-Anfragen. Guten Morgen. Hier spricht Zimmer 305. Ich hätte eine Frage. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche bitte 2 zusätzliche Handtücher. Die sind gestern nicht gewechselt worden. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. Das ist natürlich ein Versehen. Kein Problem. Könnten Sie sie vielleicht in 15 Minuten schicken? Ich möchte bald duschen. Selbstverständlich. Ich schicke das Zimmermädchen sofort hoch. Es dauert maximal 10 Minuten. Das wäre sehr nett. Und eine Sache noch. Ist die Minibar leer? Die Minibar wird heute Vormittag aufgefüllt. Was möchten Sie bestellen? Ich hätte gerne eine Flasche stilles Wasser und einen Orangensaft. Stilles Wasser und Orangensaft notiert. Kommt alles mit den Handtüchern. Super. Vielen Dank für den guten Service. Bis bald. Gerne geschehen. Auf Wiederhören. Smalltalk beim Frühstück. Entschuldigung, ist dieser Tisch noch frei? Das Hotel ist heute sehr voll. Ja, natürlich. Setzen Sie sich doch. Ich warte auch nur auf meinen Kaffee. Dankeschön. Ich bin Thomas. Sind Sie auch geschäftlich hier? Nein, ich mache hier Urlaub. Ich besuche eine Freundin in der Stadt. Wie schön. Und wie lange bleiben Sie noch in der Gegend? Nur noch bis Freitag. Ich muss dann leider zurück nach Berlin. Berlin ist eine tolle Stadt. Ich war letztes Jahr dort. Wirklich? Wo genau waren Sie? In Kreuzberg. Ich mag die kleinen Cafés dort sehr. Ah, Kreuzberg ist super. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und guten Appetit. Danke. Ihnen auch. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Auf Wiedersehen.
Wäscheservice und Bügeleisen. Hier ist die Rezeption. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bräuchte ein Bügeleisen und ein Bügelbrett auf mein Zimmer. Gerne. Wir schicken das sofort hoch. Wissen Sie auch etwas über den Wäscheservice? Ja, wie lange dauert es, bis die Kleidung gewaschen und gebügelt ist? Wenn Sie es bis 9 Uhr abgeben, ist es am Abend fertig. Das kostet ungefähr 15 € für 3 Hemden. Das ist ein guter Preis. Wo soll ich die Wäsche abgeben? Sie finden einen Wäschesack im Schrank, füllen Sie ihn aus und rufen Sie uns an. Und wo genau ist der Wäschesack? Im Kleiderschrank, richtig? Genau, im obersten Fach, denke ich. Bitte schauen Sie nach. Habe ihn gefunden. Dann melde ich mich gleich wieder. Machen Sie das. Auf Wiederhören. Eine neue Bekanntschaft machen. Namen vergessen. Dürfte ich mich vorstellen? Oh, natürlich. Mein Name ist Anna Meyer. Und Sie sind? Ich bin Markus Fischer. Nett, Sie kennenzulernen, Frau Meyer. Ebenfalls, Herr Fischer. Sie warten auch auf den Bus, oder? Ja, ich warte auf die Linie 14. Fahren Sie auch in die Innenstadt? Nein, ich fahre zum Bahnhof. Ich besuche meine Tante. Ist es Ihre erste Reise hierher oder kennen Sie die Stadt gut? Ich war schon öfter hier. Die Stadt ist klein, aber sehr schön. Das stimmt. Ich bin nur für ein Wochenende hier. Ich mache einen kurzen Ausflug. Das ist schön. Ach, da kommt mein Bus schon. Schade. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und viel Spaß. Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute, Herr Fischer. Auf Wiedersehen. Reklamation. Problem mit dem Zimmer. Entschuldigung, ich habe ein Problem mit meinem Zimmer. Das Licht im Bad funktioniert nicht. Tut mir leid. Welches Zimmer haben Sie? Wir schicken sofort jemanden. Zimmer 502. Und es ist auch sehr laut. Man hört den Verkehr. Ah, Zimmer 502 liegt zur Straßenseite. Das ist oft lauter. Könnten wir vielleicht ein anderes Zimmer bekommen? Ich kann so nicht gut schlafen. Ich schaue nach, ob wir etwas auf der ruhigen Seite frei haben. Moment bitte. Vielen Dank. Ich warte hier an der Rezeption. Wir haben Zimmer 401. Es ist etwas kleiner, aber sehr ruhig. Wäre das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Hauptsache, es ist ruhig. Wann können wir umziehen? Sie können sofort wechseln. Hier ist die neue Schlüsselkarte für Zimmer 401.
Super, vielen Dank für Ihre Mühe. Bis bald. Gern geschehen. Entschuldigung nochmals für die Unannehmlichkeiten. Freizeitgespräch mit einem Gast. Guten Tag. Darf ich fragen, was Sie lesen? Ich suche neue Bücher. Oh, hallo. Das ist ein Krimi. Er ist sehr spannend. Kann ich empfehlen. Krimis lese ich auch gerne. Wie heißt der Autor? Er heißt Nele Neuhaus. Ich glaube, sie ist hier aus der Gegend. Interessant. Sind Sie lange hier im Urlaub? Ja, noch eine Woche. Ich besuche die Museen und mache lange Spaziergänge. Wunderbar. Ich muss leider morgen schon zurück zur Arbeit. Schade. Haben Sie wenigstens die Burg besichtigt? Nein, leider nicht. Ich hatte keine Zeit. Das müssen Sie beim nächsten Mal machen. Sie ist wirklich sehenswert. Das notiere ich mir. Danke für den Tipp. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Tschüss. Restaurantempfehlung. Entschuldigung, ich suche ein gutes italienisches Restaurant in der Nähe. Guten Tag. Ich empfehle Ihnen Ristorante Roma. Das Essen dort ist ausgezeichnet. Wie komme ich am besten dorthin? Ist es weit zu Fuß? Es ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Gehen Sie links aus dem Hotel und dann die zweite Straße rechts. Soll ich vielleicht vorher einen Tisch reservieren? Es ist Samstagabend. Ja, das wäre besser. Ab 19 Uhr ist es immer sehr voll. Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von dem Restaurant? Ja, warten Sie, ich schaue mal nach. Hier, notieren Sie sich die Nummer 040-555555. Vielen Dank für die Hilfe. Sind die Preise dort sehr hoch? Nein, das Preisniveau ist moderat. Sie werden es sicher mögen. Dann werde ich dorthin gehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend und guten Appetit. Probleme mit dem Schlüssel. Hallo, ich habe meine Zimmerkarte verloren. Könnten Sie mir helfen? Guten Tag. Welches Zimmer haben Sie denn? Und wie ist Ihr Name? Zimmer 210. Mein Name ist Herr Wagner. Ich war gerade in der Lobby und jetzt ist sie weg. Kein Problem. Wir können eine neue Karte für Sie machen. Könnten Sie sich bitte ausweisen? Leider ist mein Ausweis auch im Zimmer. Ich habe nur meinen Führerschein. Das ist in Ordnung. Moment, ich überprüfe Ihre Daten. Ja, Herr Wagner, das stimmt. Puh, vielen Dank. Ich dachte, ich müsste draußen schlafen. Keine Sorge. Hier ist Ihre neue Karte. Halten Sie sie vom Handy fern. Das werde ich machen. Warum soll ich sie vom Handy fernhalten? Das Handy kann die Magnetstreifen beschädigen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Danke, bis morgen. Aufzug-Smalltalk. Guten Tag. Auf welchen Stock möchten Sie? Ich drücke für Sie. Ach, vielen Dank. Ich muss in den 5. Stock. Gerne. Ich wohne im 6. Stock. Haben Sie ein schönes Wochenende hier? Ja, ich besuche ein Konzert heute Abend. Es wird sicher toll. Das klingt nach Spaß. Welches Konzert ist es denn? Ein Jazzkonzert. Ich höre sehr gerne Jazz. Und was machen Sie heute Abend? Ich bleibe zu Hause und lese ein Buch. Ich bin etwas müde von der Reise. Das verstehe ich. Entschuldigung, der Fahrstuhl ist aber sehr langsam, oder? Ja, das stimmt. Aber besser langsam als kaputt. Das war bei mir schon oft so. Da haben Sie recht. Das ist mein Stock. Schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Viel Spaß beim Konzert.